Hallo meine lieben Granatwerfer-Liebhaber, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ganz genau schauen wir uns dieses schmucke Teil hier an, den Granatwerfer, der mit 40 mm Granatattrappen funktioniert. Vorne kommen 6 mm BBs raus. Die Wirkung im Ziel dürfte wie bei der echten ähnlich sein, denn da fliegen dir auch die Schrapnelle um die Ohren und hier kriegst du eben eine ordentliche Schrotladung an BBs ab. Tatsächlich ist es so, dass ich so einen Granatwerfer noch nie hatte. Warum ein Granatwerfer? Natürlich können wir zielgenau schießen und somit das gegnerische Team auch treffen. Aber was ist, wenn du mal hier eine Gruppe hast? Ja, mit dem Granatwerfer können wir dann tatsächlich eine ganze Gruppe an Spielern des anderen Teams bespaßen und die haben dann eine Menge Spaß. Was uns jetzt aber interessiert ist, auf wie viel Meter denn das Teil hier eingesetzt werden kann. Eines schon mal vorab. Wir werden jetzt hier nur den Action-Test vollführen. Den ersten Teil haben wir schon gesehen und dann geht es aber ins Studio. Wir schauen uns das ganze Ding genauer an. Viel gibt es dazu nicht zu sagen, denn der Granatwerfer ist im Endeffekt nur eine Röhre mit einem Abzug, nicht so komplex wie ein Gewehr, aber trotzdem sehr spannend. Und dann würde ich sagen, let's fetz, los geht's. Also wir haben gesehen, erster Test, 10 Meter Beginn. Ich packe hier dieses Mikrofon wieder vorne an die Scheiben, dass wir auch sehen, ob wir Wirkung im Ziel haben. Zehn Meter hat funktioniert, wir gehen auf 20 Meter. Locker 20 Meter kam hier auch was an. Jetzt sehen wir auch mal auf 30 Meter nicht nur Fernaufnahme, sondern die Nahaufnahme, wie hier die Kugeln reinprasseln. Denn ich glaube, 30 Meter packt er auch. ...30 Meter war jetzt schon echt eine gute Distanz. Und zwar im Sinne von, dass es da schon etwas schwieriger wird, auch genau zu zielen. Aber so weit fliegen die Dinge, aber dann würde ich sagen, ist auch wirklich mal Schluss. Du hast hier natürlich den Vorteil, dass du nicht zielgenau schießen musst, sondern du hast hier echt eine gute Streuung. Eine Streuung würde ich mal sagen, locker so breit, so wie eben diese Gruppe an Scheiben hier aufgestellt ist. Das heißt, da kannst du wirklich gut ein bisschen Verwirrung in das gegnerische Nest zaubern. Ja, aber dafür ist das Ding auch da. Jetzt würde ich sagen, ab ins Studio und da schauen wir uns das mal genau an, wie schon angekündigt. Auf geht's! Welcome to the Studio! Freunde, wer sich wundert, was das für eine neue Kulisse bei mir ist, ganz einfach. Das ist die Leinwand von meinem eigens gebauten Schießkino. Link findest du in der Beschreibung. Aber heute geht es um dieses Teil jetzt im Studio. Schauen wir uns das Teil hier eben genauer an. Aber ich kann euch sagen, es ist einfach brachial. Es ist einfach eine Keule, mit der du über das Feld marschierst. Und mit dieser Keule keulst du auch den Gegner und bespaßt den Gegner. Und zwar so, dass der Gegner keinen Bock mehr hat. Schauen wir uns jetzt den Granatwerfer einfach mal im Detail an. Wie kommt er? Was ist alles dabei? Und wie kann ich den Granatwerfer montieren? Es gibt zwei Möglichkeiten, den Granatwerfer an einem Gewehr zu montieren. So kommt er, das ist die Möglichkeit Nummer 1, und zwar mit einer Befestigung vorne für den Lauf und die andere Befestigung hier hinten quasi für den Delta-Ring. Dafür musst du in der Regel einfach nur den Handschutz abnehmen und dann den Granatwerfer eben montieren. Also hier einfach aufstecken und vorne am Lauf fixieren. Achtung, nicht alle Modelle passen. Das heißt, der Granatwerfer ist von S&T. Ich habe hier zum Beispiel eine Knifte von WE und da ist der Lauf einfach zu dick. Das heißt, hier passt der Granatwerfer nicht drauf. Das macht aber nichts, denn mir war schon klar, andere Hersteller gibt bestimmt Komplikationen. Aber das ist für diesen Werfer hier gar kein Problem. Hier ist was dabei, mit dem kannst du diesen Werfer dann eben auf jedes x-beliebige Modell, jedes Gewehr, sogar auf jede Pistole montieren. Und zwar, einzige Voraussetzung ist, dass sie eben ein 22 mm Standard Picatinny Rail System haben. Das ist hier das Teil, ist natürlich auch im Lieferumfang mit enthalten. Wir bauen jetzt gemeinsam mal den Werfer um, dass er auf jedes x-beliebige Gewehr eben mit 22 mm
Picatinny Rail passt. Ihr seht gleich, wie schnell das geht. So, dieses Teil, damit fangen wir an. Das wird ja hier quasi am Lauf fixiert, beziehungsweise der Lauf wird hier eingespannt, wenn man ihn eben so befestigen möchte. Hier ist eine Schraube, die lösen wir einfach. Und schon können wir das Teil hier entnehmen, zur Seite packen. Das hier hinten brauchen wir natürlich auch nicht, deswegen diese beiden Schrauben, die wir sehen, hier auch einfach lösen. So, ist das Teil schon weg. Dann ganz einfach diese Schiene hier aufmontiert. Und der Rest ist total easy. Hier könnt ihr einfach die Schiene locker machen, beziehungsweise dann natürlich auch festdrehen. Und somit ist er schon bereit zur Montage. Hier muss man wirklich nicht viel erklären. Einfach die Schrauben auf und dran basteln. Fertig. Mehr ist es nicht. Und nochmal, so an jedes Modell, an jedes, egal von welchem Hersteller. Hauptsache Picatinny Rail. Zur Funktion ist eigentlich relativ schnell erklärt. Den Werfer, diese Röhre, die kannst du nicht einfach so öffnen, ist versperrt. Dafür hast du hier dieses Hebelchen, diese Arretierung. Wenn du das hier drückst, dann kannst du diese Röhre einfach öffnen. Hier passen dann diese 40 mm Granatenattrappen rein, die ja klassischerweise gefüllt sind mit Airsoft Gas, vorne mit Airsoft BBs. Die steckt man hier einfach rein. Dann verschließt man den Werfer, die Röhre einfach nach hinten schieben und dann ist das Teil hörbar, quasi hat man jetzt einen Klick gehört, geschlossen. Das ist hier der Abzug. Wenn du den betätigst, passiert gar nichts, denn dieser Werfer hat hier auch eine Sicherung. Ja, dieser Hebel hier, wenn ich diesen Hebel hier nach unten, nach vorne klappe, jetzt mache ich nochmal die Sicherung rein, so geht nichts, eben nach unten klappen, dann ist er entsichert. Ja, und dann ganz normal wie hier auch der Abzug, wenn ich den betätige, dann raucht es hier vorne raus. Ja, dann löst eben durch so einen Pin ja angestochen sozusagen die Granate aus und die BBs fliegen vorne raus. Ja, wenn ich verschossen habe, ist ja klar, nur ein Schuss, das ist quasi ein Einzellader. Dann muss ich wieder diese Arretierung quasi lösen, entsperren und die Granate wird hier gleich im günstigsten Fall festgehalten und fliegt eben raus, kann gleich die nächste laden, wieder zumachen, ist das ganze Ding scharf und dann natürlich wieder feuerfrei. Fazit, was halten wir nun davon? Ganz klar, Bestellung ist raus. Achso, ich habe ihn ja schon. Na, zum Glück. Mich wirst du öfter mit diesem Ding jetzt hier rumrennen sehen. Mega. Einfach mega. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. In diesem Sinne wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Bla bla bla. Bis zum nächsten Mal, euer Flacco. Ciao.